Okay, und weiter geht's. So, was haben wir hier? Let's see if I can work it out myself. It looks like a kind of control panel. There's a cross-shaped slot there. I'd say you've got to place a claim the third cross in it. Tell me, Mother, you wouldn't know anything that might save me some time, would you? That's where you'll have to put the Clement III cross. You insert the cross into the slot, and it will open the iris. You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Honey, I couldn't have hoped for better. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. Irgendwas sagt mir, die hat ihre Hand verloren, als die Iris sich geschlossen hatte. There are Roman numerals, Arab numbers, and town names. Go on. I'm listening. What do you think? On each engraved piece of information, there's a hole. Those are for the nails, right? That's absolutely right. Tell me, I imagine that once we've solved this enigma, the iris opens, right? Exactly. Did you succeed in opening this iris? Yes, by putting the cross on the console and the 3 nails on the disc, the iris opens. It gives access to a hole where I put my hand, thinking I could fully open the iris. There's a handle at the bottom, and as you can see, it didn't turn out very well for me. Mother? The dried blood. There. Yes, it's mine. Sorry if I stained everything, but I must admit that at the time my thoughts were more on the pain than cleaning up after myself. Ja gut, ist verständlich. Okay, die anderen Sachen kosten mich hier so Dingspunkte, deswegen lassen wir das mal erstmal. Ist ja momentan noch nicht so wichtig, solange ich die Teile noch nicht habe. A drachma. A drachma. Famous cross of Clement III. Okay, das haben wir schon mal. One key found. Da war noch was. A Bazant. Okay, weiter geht's. So, mal die anderen Teile. Ich sollte aber eigentlich das hier lassen, das Kreuz, weil wenn ich jetzt oben erwischt werde, dann fällt es nur in die Feindeshände. Okkult Air Symbol. Mal wieder ein Buch. Das nehmen wir mal der Mutter weg, damit sie nichts zu lesen hat, während sie wartet. Carmelite water. Okay, soweit so gut. Gehen wir vielleicht erstmal nach oben in seine... A Chinese coin, recognizable by the hole in the middle. If I remember rightly, that's called a cash. In Mortimers geheime... Dingsbums.
Hammer. Auf dem Weg dahin kann ich vielleicht vorher noch ins Turmzimmer gehen und die Bibel holen. Das sollte ja irgendwie easy sein. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich die Bibel nehmen. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, how can I find a smaller one? Ich glaube nicht, dass du nur Attention auf dich ziehst. Ich glaube, dass es auch einfach gar nicht so easy ist, das Ding auf den Rücken zu schnallen und mitzunehmen, wa? Steht hier zufällig ein kleineres Ding rum irgendwo? Anscheinend nicht. Ich glaube, das Ding zu finden wird das größte Problem, weil ich habe keine Ahnung, wo ich sowas schon mal gesehen hätte. Right. Let's see if the statues are in place yet. Okay, fast. Die Medusa muss zum Schild gucken, dann haben wir es wieder. That statue is not positioned correctly. Open sesame. Oh, die ist wieder zu. So that's Pandora's box? An urn? Aber wieso ist Mother die... seemed worried that I was able to open it. I wonder why. Never mind. Now it's too late. Weil wir haben sie aufgemacht und aufgelassen. Wieso sie jetzt wieder zu ist, verstehe ich nicht, aber gut. Gut, dass sie jedoch keine automatischen Alarmsysteme hatten. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Ja, was stand hier auf dem Sockel da? Caesar's laurel wreath. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Vielleicht. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Man weiß es nicht. Na gut, aber dann sind wir hier durch. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Okay. Die Sphäre. Das ist echt so ein Ding. Keine Ahnung. Da geht's, glaube ich, zum Konferenzraum. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Jetzt haben wir so einen Schlüssel. Okay, Carmelite Water ist full. Da geht's auch wieder raus im Garten. Ja. Und das brauchen wir dann nicht. Jetzt nochmal umsehen, ob hier vielleicht so eine Sphäre irgendwie rumsteht, aber ich glaube es ja nicht. Schon einmal rum gewesen? Ne, hier sind zwei Türen, okay. Gut, da haben wir die andere Tür. Jetzt müsste man sich fast schon aufschreiben, wo die Sachen noch rumstehen, weil man sie später bestimmt irgendwie brauchen kann, aber naja.
Ach, das ist hier, wo wir rausgekommen sind mit den anderen. Mit Holmes Gang. Aber warum Holm und Mortimer dann gegeneinander arbeiten, das ist schon so ein bisschen die Frage. Not too shocked. I beg your pardon? About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. Yes, of course. I still can't believe it. And neither can I. How could he do that to us? There are increasingly fewer and fewer of us on Mortimer's side. I don't see at all how we are going to win the conference. Tell me. I was wondering. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Volner. I am sure he will know. What with him being passionate about astronomy, you ought to get on fine together. Leave me now. I need to think of a solution. I won't keep you any longer. See you later, monsieur. Wöllner. Okay, da habe ich zumindest mal eine kleine Spur. Falls ich sie nicht finde. Und nach so einer Sphäre zu fragen, ist vielleicht nicht ganz so schlimm und auffällig. Wie nach bestimmten anderen Utensilien. Weißt du, wo eine Sphäre ist? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Nein. Gut, dann schauen wir mal, wenn wir zufällig an Wöllners Raum vorbeikommen. Können wir direkt schon mal... Ach, hier geht's hoch. Genau, und das Dings war ja gegenüber, wenn ich mich richtig erinnere. Als wir runterkamen, hieß es ja, Tower Room ist direkt gegenüber. Ah, Louis. Glad you're here. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing? If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Washington. Immun, Manipulation. Sonst wissen wir noch nichts. Okay. Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue. I better take the Bible before he works his way back to it. The Bible's still there. Ja, such mal schön. Okay, dann holen wir noch die Nägel. Da ist eine Sphäre. Ist aber nicht kleiner. Geht hier zufällig eine rum? Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Which four-letter word could open this chest?
A, C, Z oder E müsste der erste sein. Irgendwas, was ihm was bedeutet. Ne? Jetzt schreibe ich mir die doch mal auf. Also der erste ist A, C, Z oder E. Der zweite ist R, B, E oder A. Der dritte S, U, E oder I. Der vierte N, E, L, S. Ich sehe jetzt auf die Schnelle aber auch nichts. Muss ich mal einen Generator bauen, der alle Kombinationen zusammenbaut und dann die Worte lesen und gucken, ob irgendeins davon Sinn ergibt. Painting. It looks unfinished. A piece by Lord Mortimer, I presume. A rather avant-garde technique. The Titan against men. How ironic. Ready boy, Waldo? Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Wieso dann aber auf der 1 eine Markierung war an der zweiten Stelle und er mich extra darauf hingewiesen hat? Das ist mir noch nicht so ganz klar, aber... Of course. Weaknesses of the Human Psyche by Gilhelm Trimore. Ah, das war das, ja. Ja, ich glaube, dass wir das jetzt irgendwie analysieren brauchen. Da verschwenden wir nur wieder Dinger zu, die wir vielleicht noch wichtigerweise brauchen werden. Golden elixir. I'll keep it for later. There. Those are the nails I was looking for. Muss ich die analysieren? Eigentlich nicht. Wir wissen ja schon, wofür wir sie brauchen. A Van Leeuwenhoek microscope? The most sophisticated microscope there is. When I think of the difficulty the Order had in getting hold of... Handwritten Notes von Mortimer. These? Okay, das hatten wir, glaube ich, alles. Machen wir nochmal die Maske.
Who could Mortimer have locked in there? A hand of tarot cards. The Emperor, a symbol of power and stability. Temperance, which expresses a reward. And the Chariot, now that evokes triumph. If this hand is anything to go by, Mortimer's destiny promises to be glorious. Mortimer's interested in black magic. If Mortimer really is a demon, I wonder what he could be doing with all this. Feathers, pigeons probably. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. Das ist dann wahrscheinlich die What on earth Sprache, could that die be? präsumerische Sprache, von der seine Mutter auch schon geredet hatte, die da drauf geschrieben ist. Okay, dann machen wir 6466. Da haben wir, glaube ich, 6-4 haben wir schon, ne? Und dann... All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember muss correctly. gar nicht selber eingeben. Okay, jetzt fehlen nur noch die 4. Ich weiß immer noch nicht, was das Wort da ist, das vierbuchstabige. Okay, dann suchen wir mal Wöllners Zimmer. Monsieur Johann van Wöllner. Praktischerweise direkt nebenan. Ach, bei ihm steht sogar direkt eins rum. Wollte ich ihn gar nicht An fragen. armillary sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Wir haben auch keine Tränke stehen gelassen, wie es aussieht. Die wir jetzt vielleicht mal mitnehmen könnten. Gut, also dann jetzt zurück in den Garten. Da müssen wir das Öffnen von dem Ding da unten rauskriegen. Das könnte jetzt auch noch mal ein bisschen ekliger werden, aber schauen wir mal. Nein. So, die Sachen einsammeln, das war ja easy. Ich glaube, die Sphere zu finden wäre wahrscheinlich das Schwierigste. Wenn ich jetzt nicht irgendwie zufällig über Napoleon gestolpert wäre und der mir das mit Wöllner erzählt hätte, dann wäre das gewesen, was man wahrscheinlich am ehesten suchen muss. So, da sind wir wieder. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal.
Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. Something else I had happened. really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Okay. Das Kreuz, das ist schon mal einfach. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Okay. Achso, das sind Sachen, die ich dann nachschlagen muss, weil ich Informationen oder Hinweise brauche. Wenn jetzt die Geburt von Jesus ist. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 2, verse 6. And so it was that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Also wenn es tatsächlich die Geburt Jesus ist und Bethlehem, dann ist es vielleicht wirklich 2,6. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Ja, wenn es die Nägel sind, kann es natürlich die Kreuzigung sein. Dann wäre es... War Golgatha? War ja, glaube ich, auch ein Ort, ne? You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N-R-I. Nothing more. Oh, dann ist die Inschrift vom Kreuz. Dann ist Golgatha, dann ist die Kreuzigung. Das macht doch irgendwie Sinn, wenn das die Dämonen hier sind, weil dann wären sie ja sicherlich nicht die Geburt, sondern eher den Tod Jesus It looks like there are 3 types of inscriptions. thematisieren. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category.
Okay. Golgatha war ja die Stelle, wo sie ihn hingerichtet haben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das wäre dann die Kreuzigung. Aber erstmal gucken wir nach. Lanuvium, Nazareth. Abu Ghosh. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Okay, wenn das INRI anspielt auf die Inschrift am Kreuz, dann wäre das ein Hinweis auf die Kreuzigung. Und das macht doch irgendwie mehr Sinn, wenn das Dämonen sind, dann werden sie sicherlich nicht seine Geburt, sondern eher seine Kreuzigung hier thematisieren. Okay, also dann haben wir Golgatha. Und dann war es 19, 17. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Put in your hand. Nein. Inside There wheels. must surely be a connection between the wheels. Okay, die Kreuzigung. Also wir haben die Dornenkrone da oben. Das ist dann sicherlich schon mal die Kreuzigung. Das ist Orten zugewiesen. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Die müssen wahrscheinlich den Orten zugeordnet werden. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Und wie mache ich das? This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Naja, das ist ja schon alles okay. Und wie kann ich jetzt die Ringe einstellen?
It looks like there are 3 types of inscriptions. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch das Datum der Kreuzigung. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Okay, jetzt muss ich noch die Mondphase rauskriegen. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Eighth of Nisan. Drei, 7, 9, 3. The moon shadow moves from west to east. Sixth of Lyar, 3789, waxing crescent. Okay, jetzt macht aber keinen Sinn, wenn ich das Datum hier nicht finde, ne? Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Die 8th of Nisan gibt's halt nicht hier. Of Ramadan gibt es nur in einem anderen Jahr.
Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Okay, eine 30 gibt es aber nicht auf der Tafel. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Okay, wenn da immer noch diese 4000 Jahre drauf addiert werden. Dann wäre ja 3793, wäre ja dann 207. Minus 207. Haben wir hier aber auch nicht. Wir haben ja minus 500, 600. Minus 6 of Liar. 3789. So, der einzige ist, der ein 3000er Datum hat. Ach, da kann ich die Wheels steuern. Okay, sehr schön. Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Mit der Mondphase ist jetzt ein bisschen... Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Genau, 30 gibt's nicht, also kann es eigentlich nicht sein. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Die Jahre machen dann aber auch alle keinen Sinn. Das wäre 4 Jahre vor der Kreuzigung, wenn es 3789 ist. Die Mondphase macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Okay, wenn ich den... Genau, jetzt habe ich die Kreuzigung. Jetzt gibt es aber kein Symbol, was Nazareth zugeordnet ist.
Kann natürlich sein, dass das jetzt gar nichts mehr damit zu tun hat, dass die Nägel wirklich nur mit dem Ort und den Kapiteln nur eine Rolle gespielt haben für den Äußeren, für die Iris. Und jetzt muss ich halt rauskriegen, wann was war. Und Golgatha ist dann vielleicht nicht die Dornenkrone. Okay, das Wasser ist bestimmt die Taufe. Was haben wir noch? Wir haben Nazareth, Bethlehem und Bethesda. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Okay, der heilt die Kranken in Bethesda. Jetzt ist die Frage, was Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Die Frage ist halt, welches Icon was bedeutet. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Das ganz oben könnte natürlich die Kreuzigung sein, ne? Okay, versuchen wir erstmal, ob wir es so hinkriegen können. Also der hat die geheilt in Pool of Bethesda. Okay. Jetzt bin ich mir allerdings nicht so sicher, welches Symbol die Heilung sein soll. Gucken wir mal weiter. Bethlehem. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Taveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 2, Nee, shit. verse Ich denke mal, 6. Exit ist unten. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Taveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Jetzt bin ich leider bei der Symbolik nicht so ganz sicher. Achso, das kann ich ja von hier machen. Bei der Symbolik nicht so ganz sicher. Ist das jetzt die Taube oder ist das dieses Dingensymbol? Oder ist ganz unten, dass das Baby darstellen soll? Und dass das Baby wäre. Das Eingewickelte. Jerusalem und Jordan werden zusammengefasst unten. Wenn das die Geburt wäre, dann ist das Wasser bei Bethesda, weil es der Pool von Bethesda war. Wir haben aber nichts auf Golgatha und wir haben nichts auf Jerusalem Jordan und wir haben Abu Ghosh, die Dornenkrone. Macht das Sinn? Abu Ghosh? Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jordan, was sagt Chapter er da? 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852.
Oh, da haben wir noch die Daten. Correspondence of Dates. »14 Nisan 3793. Das ist der 13. Schban. Wenn sich die durchzieht, das Thema, dann müssten wir Golgatha. Ich meine, das eine ist da oben irgendwie weggekratzt, aber wenn Golgatha so die Kreuzigung ist und nicht die Dornenkrone. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen Symbole irgendwie stimmen müssen. Also ob jede Stadt... Geht es überhaupt? Also wenn wir hier sind, dann hat Jerusalem-Dings unten nix. Jetzt hat Abu Ghosh kein Symbol. Jetzt hat Bethesda kein Symbol. Jetzt hat Bethlehem kein Symbol. Bethlehem und Nazareth nix. Nazareth nix. Golgatha nix. Wieder Golgatha nix. Okay, also es hat nicht immer jeder Ort ein Symbol. Ist echt die Frage, was die Symbole bedeuten sollen. Ich quasi Dornkrone in Golgatha habe oder wenn dem so wäre. Dann sind die anderen vielleicht wirklich alle egal, weil es jetzt nur um Golgatha geht. Wheel of Dates. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Muss ich wieder hingehen. Was mit den Dates bin ich mir noch nicht ganz sicher, was die Beschriftung da soll. This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Okay. So, wir haben den 8. Nisan. Und der 8. Wir wissen, dass der 14. Nisan, das wäre 6 Tage später, ist der 13. Scheban. Sechs Liar, 8. Nisan. My lord, I have finished improving the lock on your reinforced door. As agreed, you will need several items.
Wenn das der 8. Nisan ist, wieso gibt es dann hier den 14. und es gibt den 8. Nisan? Das verstehe ich halt auch nicht. Hat er an der dritten Stelle, den 26. März ist der 8. Nisan, der 8. April ist der 8. Nisan 3. Das verstehe ich halt nicht. Wieso er den 8. Nisan unterschiedlichen, weil im einen Mal ist es der 7. Schaban, beim anderen ist es der 6. Rajab. Was natürlich Sinn macht, ist, dass der 14. Nisan 3793 ist der 13. Schaban. Und der 8. Nisan, weiter oben, der obere von den beiden, ist der 7. Schaban. Und das macht Sinn, weil der 8. Nisan ist 6 Tage vor dem 14. Also muss auch der 7. Schaban stimmen. Dann ist der 8. Nisan 3793, ist der 7. Schaban minus 607. Das wäre der 26. März 33. 26M haben wir auch. Wir das auf die Kreuzigung packen. Dann haben wir das. Und dann haben wir den 7. Schaban minus 607. Siebter Schaban, 7th Shaban, 607, first quarter. First Quarter heißt jetzt was? During new moon, the moon is entirely in the shadow. Ja. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Dann ist First Quarter Halbmond, wenn er bei Neumond anfängt. First Quarter hätte ich gedacht, ist Viertelmond, aber anscheinend ja nicht. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Er fängt an bei The Neumond. shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Wenn der Fullmond der 4. ist in der Liste. Okay, ja, jetzt haben wir aber wieder eine Folge rum, also werde ich mir das hier in der nächsten Folge, werde ich hier dann mal weiter drüber nachdenken. Aber das müssen wir ja jetzt hinkriegen. Also muss ich nur noch rauskriegen, was First Quarter genau für eine Mondphase sein soll. Weil die Bezeichnungen ein bisschen strange sind. Aber das kriegen wir raus beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Okay, weiter geht's. Also hören wir es uns noch einmal an. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Genau, Neumond ist er dunkel. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states. Waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Okay, also ich glaube, es war First Quarter, was wir brauchten. Ne? 7. Schaban. 7. Schaban. 607. Genau. 7th Shaban, 607, first quarter. Und First Quarter ist am Anfang, wenn dann zweite Phase nach Neumond. Das heißt, es wäre Halbmond. First Quarter ist, weil es ein Viertel des gesamten Zyklus ist. Genau, und es hat nichts mit Viertelmond zu tun oder so. Okay. Dann ist es quasi das erste Viertel, das wäre dann
Zunehmender Mond. Halb ausgefüllt. Dann müsste die linke Seite hell sein, die linke Hälfte. Hell und die rechte dunkel, also eigentlich eins weiter. Ich bin mir nur nicht sicher wegen der Kreuzigung. Wegen des Symbols, da bin ich mir echt nicht so sicher, ob das wirklich die Dornkrone ist oder ob das dieses andere Symbol sein soll, was die... was jetzt ganz oben ist. Was irgendwie die Kreuzigung darstellen soll. Recognize the icons. Probieren wir es mal. I think I can make out each one of the icons apart from the one covered in blood. Going clockwise from the one I just mentioned, we have the halo that represents the resurrection. The waves represent the baptism of Jesus. It's more difficult to identify the next one. Maybe a crib, and in that case it's surely linked to the birth of Christ. The red herring that my mother followed. Then, the symbol represents the crown of thorns that Jesus wore during his crucifixion. The dove also represents the baptism. Certainly another red herring. Then comes the symbol of the Trinity. And finally, the candle that must stand for the Last Supper. Ach, eine Kerze soll das sein. Andersrum, genau. Ich habe mich schon gewundert über den Punkt unten. Ne, da müsste das aber passen mit der Dornenkrone. Und der halbe Mond. Das Problem jetzt beim halben Mond ist so ein bisschen, von wo aus gesehen, ne? Weil die Ziffern zum Beispiel, die sind jetzt umgekehrt. Also wenn ich von innen gucke, dann sehe ich es richtig rum. Aber wenn ich von innen gucke, dann wäre das ja jetzt Last Quarter und nicht First Quarter. Das weiß ich halt nicht genau. Das heißt, das muss ich auch nochmal opfern. The totally black moon corresponds to the new moon. So, going clockwise, we have the waning crescent, the last quarter, the waning gibbous, the full moon, the waxing gibbous, the first quarter, and lastly, the waxing crescent. Okay, dann ist es First Quarter, dann ist es ja korrekt. Da haben sie auch ein Zeichen North beim Neumond nach innen. Dann ist das oben quasi von dem Mond. Daran hätte man es auch ausmachen können, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, dann sollte das so eigentlich passen, wenn es die Kreuzigung ist. Und ich hoffe mal, dass man die Symbole so dann halt auf den Ort jeweils bringen muss. Also, dass es so passt. Sonst hackt es mir gleich die Hand ab. Naja, schauen wir mal, ne? I can feel the lever at the bottom. Good luck. Alter, leck mich doch am Arsch. Ja. Es würde irgendwie Sinn machen, so, ne? Hätte ich gar nicht so lange bei den Mondphasen überlegen brauchen, wenn das nochmal richtig vorliest in der Reihenfolge. Das ist echt schon mal ganz gut. Aber... Also, ja, wenn es die Kreuzigung ist, wofür ein bisschen was spricht,
müsste das so korrekt sein, ne? Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man was Falsches macht. Ist dann irgendwie, kann man dann nochmal irgendwie starten? Oder verliert er dann einfach nur eine Hand und muss ohne Hand weiterspielen? Oder? Naja. Eigentlich könnte die Mutter jetzt die andere Hand nehmen. Ein bisschen Vertrauen haben hier. Dann habe ich noch eine Chance. Naja, scheiß drauf. I never doubted you, my son. Keine Ahnung, was passiert, wenn man hier was Falsches einstellt. Alter! Okay. I could have reviewed the conference results of Godoy. Okay. Also, was das heißen soll. Weil es gab ja keine Results eigentlich in dem Sinne. Washington sucht immer noch nach der Mutter. Ich habe keine Ahnung. Das würde mich jetzt echt interessieren, wenn man das Falsche auswählt, was dann passiert. Also, ob dann einfach die Hand abgehakt wird und dann lädt dann früher einen Spielstand oder so, im Sinne von, du bist gestorben. Oder ob man dann den Rest des Spiels mit einer Hand weiterspielt, oder... Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber gut. Haben wir es ja hingekriegt. Sehr schön. Wieder nur 4 Punkte. In der einen Runde gab es mal 9 Punkte. Da weiß ich auch nicht, was da los war. Dass sie da so großzügig waren. Dann mache ich das mal noch voll, dass ich mir vielleicht dann irgendwann mal Tränke holen kann bei den Dödeln. Da fehlt einer, das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Und dann haben wir noch einen. Okkultismus war ja manchmal gar nicht so verkehrt. Und gerade jetzt, wo wir mit Dämonen zu tun haben und so, ist vielleicht die Okkultismus-Ecke noch... hilfreich. Tja, bei Etikette und Politik und so, weiß nicht, ob das jetzt noch so die Rolle spielt. Linguistik vielleicht auch noch. Das ist jetzt das Dumme, dass es halt auch noch diese Bücher gibt parallel, weil jetzt macht es keinen Sinn, hier irgendwie zum Beispiel Psychologie voll hoch zu leveln. Weil dann finde ich ein Buch mit Psychologie und dann kann ich das lesen und es ist vergeudet, was halt auch irgendwie scheiße ist. Deswegen finde ich es halt so scheiße, wenn man so ein Leveling-System hat. Das ist in manchen anderen Spielen auch schon gewesen, so ein Leveling-System hat, was man mit 2 unterschiedlichen Sachen hochleveln kann. Das war auch so ähnlich bei Fallout, dass man ja Bücher finden kann, die einem irgendwas hochleveln um einen Punkt und andererseits ja aber auch seine Punkte vergeben kann, wenn man selber levelt und so. Und dann hat man auch immer so das Bedürfnis, irgendwie Sachen nicht ganz hoch zu leveln, weil man vielleicht noch ein Buch findet und dann hat man so einen Punkt verloren, insbesondere weil es ja ein Level Cap gibt bei Fallout. Wenn man dann ein Buch lesen könnte und sagen könnte, ja, man kann sich dann mit dem Lesen vom Buch irgendwie einen Punkt verdienen in einem bestimmten Block hier, zum Beispiel irgendwie hier so ein Okkultismus-Punkt und dann kann man den in einen dieser 5 Okkultismus-Sachen investieren. Oder so, dann wäre es halt irgendwie sinnvoller, ja. Dann könnte ich halt die Sachen wirklich auch mal auf Maximum bringen, die ich gerne auf Maximum hätte. Ja, das ist halt ein bisschen scheiße. Naja, packen wir es ins Okkultismus rein. Da müssen wir jetzt halt durch. Oh, und das ist auch das Ende. Dieser Episode. Hat jetzt ja gar nicht mehr so lange gedauert, das rauszukriegen. Vielleicht hätte ich es noch ans Ende der anderen Episode dran schneiden können. Aber gut. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Also, dann haben wir an der Stelle das Ende der... Was war das jetzt? Episode 3 müsste es gewesen sein. Von 5. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit der nächsten Episode.
was ich ja dann gleich hier im Anschluss, glaube ich, dann einfach dran packen werde an diese Folge hier, an Anschluss an den Abspann von Episode 3.